Sollten Veganer einen Hund haben? Diese Frage oder diese ethische Auseinandersetzung werden bestimmt schon einige von euch gehabt haben, die in dem veganen Raum sich bewegen, die dort halt sich im Plädieren. Und damit möchte ich euch willkommen heißen, Freunde der Sonne. Heute bin ich vor der Kamera, Julien, und ich erzähle euch einfach mal, ausgelöst durch einen Kommentar, der fragte, warum wir denn plötzlich einen Hund haben oder warum wir einen Hund haben, wollte ich euch die Geschichte von Buddy erzählen, unserem Hund. Genau. Bevor ich anfange, euch diese ethische Frage näher einzugehen, lasst uns kurz zurückschauen, wie Buddy denn eigentlich zu uns kam. Und das war 2024 sind wir ja nach San Roque de Cumbassa gezogen. Und es ist eine eingetragene Stadt, aber stellt euch ein Dorfleben vor, ja? Also an diesen beiden Dorfplätzen, man lebt außerhalb vom Haus, das ist hier in der Selva gängig, es ist sehr warm. Man kennt die Hunde, die dort rumstreuen oder auf der Straße laufen. Ja, das sind ja nicht mal direkt Streuner. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. In Deutschland sieht man keine Hunde einfach draußen frei rumlaufen. Aber das ist ein gängiges Bild in Südamerika oder in Peru. Ja, und man kennt sich halt so. Und ich bin unterwegs mit einer Freundin und uns ist ein Hund aufgefallen, den wir vorher noch nie gesehen haben. Ein Hund, der wirklich ein ganz schlechtes Eindruck machte. Ja? Er ist sehr abgemagert, er wirkte nicht gesund, ihm fehlte Fell an den Ohrspitzen, unter den Augen, seine Nase wirkte auch ein bisschen tupfig, hell, Fell fehlte. Wir sind auf ihn drauf zugegangen, wir merkten, er hatte Kontakt gesucht, war auch jetzt nicht scheu gegenüber Berührungen, hat auch keine Schmerzempfindung gezeigt. Und wir gingen, das war so, man nennt das Plaza, das ist wie ein großer Platz in der Mitte im Zentrum. Und dann haben wir drumherum erstmal alle Leute gefragt, kennt ihr diesen Hund, habt ihr eine Ahnung, wo der Besitzer ist, ne? Dem Hund, den geht es anscheinend nicht gut. Und alle verneinten das und der Hund uns immer hinterhergelaufen. Ja, und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich eigentlich nach Hause wollte. Und ich merkte, oh mein Gott, der folgt mir bis nach Hause. Ja, unser Haus war jetzt nicht so weit weg von diesem besagten Plaza. Und aber trotzdem, er folgte mir bis zu die Haustür und ich wollte ihn auch nicht auf der Straße lassen. Er machte für mich den Eindruck, als wenn er wirklich Hilfe braucht, als wenn es ihm nicht gut ging. Also habe ich ihn mit nach Hause genommen, war einfach gesagt, tada, jetzt haben wir einen Hund. Die Begeisterung könnt ihr euch vorstellen. Weil generell auch zurückblickend, als das alles mit uns anfing, als wir in diese vegane Bubble eingetaucht sind, haben wir für uns damals eine Entscheidung getroffen gehabt. Und hier fangen wir schon mal an mit dem ersten Punkt. Und zwar ist es so, dass einen Hund haben, ja, also das ist, es gibt ja Menschen, die dann sagen, ja, ihr könnt ein Tier nicht besitzen. Das ist ja auch korrekt, ja, aber ich habe einen Hund oder mein Hund. Ich meine, ihr sagt das auch zu euren Kindern, ja. Ich habe eine Tochter. Es ist meine Tochter. Aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen und sagen, ich besitze meine Tochter, ja. Also das ist ein großer Unterschied. Und so habe ich das auch, ich sage auch zu Sebastian, lass jetzt erstmal gucken, was die nächsten Tage passiert, ja. Wir werden gucken, ob wir einen Besitzer ausfindig machen. Auf jeden Fall geht es diesem Tier nicht gut und irgendwie müssen wir dem helfen. Und hier seht ihr schon, ich habe dem Hund praktisch eine Behandlung geboten, ja, also dass es ihm jetzt vielleicht besser geht als dem Stand jetzt. War für mich alles ethisch und moralisch wichtiger, als jetzt irgendwie zu diskutieren, ob wir jetzt einen Hund haben, besitzen etc. Aber natürlich hat mein inneres Kind gelacht und hat gesagt, ja, wir haben jetzt einen Hund. So, also die Tage verstrichen und ich weiß gar nicht, hat glaube ich 7, wenn es lange war, 14 Tage gedauert. Wir haben die ganze Zeit immer gefragt, wem gehört der Hund? Kennt jemand den Besitzer? Wir haben schon aufgegeben, meine Kinder haben schon wirklich gesagt, unser Hund, ja. Und auch mein Mann hat sich langsam mit dem Gedanken angefreundet. Und dann doch eines Tages kam jemand zu uns an die Haustür und sagte, hey, ich bringe euch zum Besitzer vom Hund. Oh, denke ich, oh, jetzt kommen wir der Sache näher, ne? Ja, und die Besitzerin, das ist die Almendra und die Almendra, das ist im Dorf diejenige, die sich mit Herz und Seele auch den Tieren verschrieben hat. Und sie sammelt verwaiste, verwahrloste, hilfebedürftige Hunde ein, um sie aufzupäppeln und dann zu vermitteln. Ja, und die waren natürlich hellauf begeistert, dass es dem Buddy erstmal so weit gut geht, weil er war in einer laufenden Behandlung. Unser Hund, also Buddy, den Namen habe ich jetzt schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, der wurde von einer Zecke gebissen. Und es ist, glaube ich, nicht Borreliose, es ist ein anderer Begriff. Auf jeden Fall war er in dieser Behandlung von diesem Zeckenbiss und die habe ich dann weiter fortgeführt. Wir haben Ärzte, also Tierärzte aufgesucht, damit seine Behandlung weiterläuft. Und ich hatte Almendra schon gesagt, ich sage, Almendra, meine Kinder und ich, wir haben
eigentlich haben wir ihn ja schon so weit ins Herz geschlossen, dass wir ihn gar nicht mehr gehen lassen wollen. Und sie war natürlich total begeistert, dass sie so schnell ein Zuhause finden konnte. Denn es war niemals in ihrem Interesse, ja, die Hunde irgendwie zu horten oder zu sammeln, sondern es ist ihre Leidenschaft, ihre Passion, sagt man ja, ne, verwaisten Tieren zu helfen. Und das hatte sie ja in dem Moment ziemlich schnell geschafft. Ja, und es ist natürlich für mich immer noch ein Unterschied, weil dann hatten wir zu Hause nochmal die Diskussion, ein Tier haben, ein Tier besitzen, was ich gerade schon erwähnt habe. Aber ich habe dann auch für mich nochmal innerlich geschaut, ob wir uns damit wohlfühlen, ob wir das können, ob wir diesen Lebensraum bieten können, ob das moralisch richtig ist. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo für mich dann die allergrößten Alarmglocken sind bei Bezug auf Tierhaltung oder Haustiere ist, und das ist mir hier in Peru passiert, alles schon. Und zwar gibt es hier Menschen, die Papageiennester aufsuchen, die kleinen, jetzt kommt sogar Papageien geflogen, wenn ihr es hört, die kleinen Papageienkinder aus dem Nest holen. Und die wachsen dann bei den Menschen auf, und dadurch, dass die so früh von der Mutter weg sind, die fliegen nicht mehr weg, die bleiben dann einfach bei den Menschen. Oder wir haben das auch schon, zweimal habe ich das bisher erlebt, dass Affenkinder von der Mutter weggenommen worden sind. Oder ich weiß nicht genau, wie sie die eigentlich schnappen, man hat mir da böse Dinge erzählt. Und dass Menschen halt Affen bei sich hatten. Und sobald ein Wildtier, ja, nur als Accessoire, als ein Mittel der eigenen Bedürfnisse zu stehen, aus dem wilden Leben rausgeholt wird, damit es bei mir als Haus ist, dann ist es natürlich nicht mal das, was ich am Anfang halt bei Buddy gesehen habe, dass ich gesehen habe, hey, er braucht Hilfe. Ja, also es ist für mich moralisch wichtiger gewesen, ihm zu helfen, ihm ein Zuhause zu geben, als zu sagen jetzt, ja, ich tue jetzt nur meine eigenen Zwecke irgendwie befriedigen. Zumal ihr auch wissen müsst, der Buddy, er war ja am Anfang, als er bei uns war, auch noch gar nicht so, besonders von meinem Mann jetzt so richtig impliziert. Er war auch dann abends oft, also meistens war er eigentlich auch mit im Garten abends, aber oftmals war er dann auch vorne draußen im Haus. Und irgendwann haben wir nachts auch die Tür zugemacht, weil wir schlafen wollten. Und er kam erstmal nicht wieder. Also er hätte jederzeit woanders hingehen können, ja, wollte ich damit sagen. Aber er kam immer wieder, weil er halt doch so ein Gefühl von Zuhause und Geborgenheit bei uns gespürt hat. Und ich denke, wenn das eine Beziehung ist zu diesem Tier, ja, wo das Tier eine gewisse Benefit heißt das in Englisch, ja, also einen Mehrwert hat von unserer gemeinsamen Beziehung, dass ich ihn in seiner Krankheit helfe, dass ich ihm einen Ort biete der Nahrung, wo er sich nicht selber darum kümmern muss, wo er einen sicheren Unterschlupf hat, wo er dann sogar noch, also ihr könnt mir sagen, eure Haustiere werden das auch empfinden, irgendein freudiges Erlebnis, eine positive Erregung spüren, wenn wir als Menschen ihnen Aufmerksamkeit geben. Ja? Da ist ja für ihn der Nutzen auch höher, zumal er ja eh schon domestiziert war, und so ein domestiziertes Tier zu nehmen und ich setze das irgendwo im Wald aus, dann würde er eher sterben als das. Ja, also ich unterscheide da ganz klar nochmal, woher ein Tier eigentlich stammt und ob es Hilfe braucht und ob ich dann helfen kann. Wie ich sagte, habe dann emotional auch ziemlich schnell bei Buddy entschieden. Und ja, jetzt kommen wir natürlich noch zur Kernfrage, auf die ihr euch wahrscheinlich schon gewartet habt, wie wir denn den Buddy ernähren. Und das kann ich auch nicht ganz einfach beantworten, denn das Ganze hat sich über die Zeit mehr oder weniger ergeben, weil der Buddy halt sehr speziell ist. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Mein Grundgedanke war, ja, wenn wir uns rein pflanzlich ernähren, ja, warum denn nicht eigentlich auch der Hund? Ja? Wobei ich das mittlerweile auch ein bisschen hinterfrage. Aber wir bleiben mal bei dem Punkt. Und dann habe ich geschaut, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe, veganes Trockenfutter zu bekommen. Denn davon hatte ich mittlerweile schon gehört. Ja, es lässt sich unter Umständen veganes Trockenfutter bekommen. Auf einer speziellen Seite namens Mercado Libre. Und auch nicht immer lieferbar und für horrende Preise. Also das gleiche Futter wird nämlich hier nicht produziert, sondern es kommt aus dem Ausland, wo Export drauf ist. Und somit ist der Preis höher als im eigentlichen Land. Ja? In dem Fall kommt das meistens aus den USA. Also wenn ihr das Produkt in Deutschland dastehen habt, dann wäre das günstiger, als wenn ich es beziehe. Und das ist einfach finanziell nicht stemmbar, wenn der Hund mehr preislich ausgibt an Lebensmittel als wir selber. Also das ging einfach preislich nicht. Und Sebastian hat mich dann auch nochmal daran erinnert, weil wir nennen uns rein pflanzlich also zu dem Punkt war es auf jeden Fall 100% rein pflanzlich und dann möglichst unverarbeitet. Diese Trockenfutterteile, ja, die sind auch mal auf dem Kompost gelandet, weil er sie angelegt hat und seit Tagen nicht gegessen hat. Und erstaunlicherweise ist dieses Trockenfutter gar nicht zur Erde geworden. Es ist überhaupt gar nicht biologisch abbaubar, sondern lag da rum. Wie diese Gruselgeschichten über McDonald's-Hamburger, habt ihr bestimmt schon gehört. Da habe ich mich gefragt, wie viele Konservierungsstoffe oder chemische Stoffe sind da drin, damit das gar nicht mehr biologisch abbaubar wird in der Natur, obwohl es auf Erde liegt.
Und dann kommt natürlich die nächste Frage, was macht das in unserem Körper, wenn wir diese ganzen Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe zu uns nehmen, dass dieser biologische Prozess gar nicht von alleine stattfindet. Also war dann das Trockenfutter auch erstmal acta. Hatte dann konventionelles Trockenfutter erstmal bekommen, aber ganz ehrlich, darauf ist er allergisch. Also ihr werdet es nicht glauben. Also ich sage euch, der Hund ist echt speziell, denn er hat gewisse Futterallergien. Er hat er düst ja auch gerade die ganze Zeit lang, also ihm geht's gut. Er hat starke Verdauungsprobleme mit einigen Lebensmitteln und ja, ein bisschen chronischen Husten hat er auch. Also er bringt da ein ganz ziemliches großes Paket mit, was man natürlich dann hat, wenn man Hunde aufpäppelt oder von der Straße holt. Man weiß immer nicht genau, was man bekommt und somit war das auch eine Kennenlernphase zwischen ihm und uns. Und mittlerweile fahren wir am besten, dass wir selber das Essen für ihn zubereiten. Also ich mache das. Aber ja gut, die Kinder helfen mit, die machen das gerne. Und natürlich möchte ich auch schauen, dass er alle Nährstoffe bekommt, die er braucht, logisch. Das ist mir ebenfalls trotzdem wichtig. Und da Trockenfutter wegfällt, wo es ja auch als Alleinfutter ja alles abgedeckt sein soll, musste ich dann gucken, wie ich das Ganze hinbekomme. Auch mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ja? Also für alle, die gleich kommentieren, man könnte das besser machen. Ja, kann man. Aber man muss auch die Ressourcen und die Mittel dazu haben. Weil ich lebe hier in Südamerika, in den Tropen und wir kaufen einen Therapeuten ein. Also ich muss das alles verfügbar haben. Ja? Und da war für mich und jetzt die beste Lösung, dass wir halt Futter zubereiten, wo auch Innereien mit drin sind, tierische Produkte mit drin sind, weil die von der Nährstoffdichte ihm auf jeden Fall das geben, was er braucht. Und das ist das, was aktuell bei uns am besten fährt, dass er dieses selbstgemachte Futter bekommt, wo ich schaue, dass möglichst alles drin ist. Wie gesagt, Innereien sind mit drin. Kleiner Anteil an Knochen bekommt er. Ne? Also ich schaue, dass alles da drin ist, dass er nährstoffmäßig alles abgedeckt hat. Und im Endeffekt ist das, wie ich gerade erklärt habe, eine Reise. Ja? Ich weiß noch nicht mal, ob wir am Endpunkt unserer Reise sind, ob er nochmal irgendwelche Allergien entwickelt, ob ich da wechseln muss. Es ist ein Prozess, es ist eine Reise, wie wir zueinander gefunden haben und ja, bis jetzt sehr, sehr glücklich zueinander gefunden haben. Und das ist die Geschichte, sag ich mal, über unseren Hund Buddy. Wie gesagt, das hat sich jetzt ergeben durch einen Kommentar und bei der Gelegenheit wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir unsere sogenannte 100-Tage-Challenge haben. Und wenn ihr jetzt kommentiert, besteht natürlich viel höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten Tagen eure Frage, euer Interesse, was ihr halt in den Kommentaren schreibt, aufpicke, um ein Video draus zu machen. Erstens mal bietet ihr uns natürlich super Video-Grundlagen-Ideen. Zweitens ist es manchmal nicht einfach in 2 Sätzen beantwortet. Und der dritte Punkt, wir schaffen es aktuell nicht, jedes Kommentar schriftlich zu beantworten. Wir lesen jedes Kommentar, das machen wir wirklich, aber schriftlich zu beantworten ist gerade zeitlich nicht drin. Und deswegen nutzt ruhig die Gelegenheit, kommentiert unten eure Fragen, euer Interesse, ja, was euch auf dem Herzen liegt. Und vielleicht ist es dann mit Grundlage eines unserer nächsten Videos. Und wenn jemand uns unterstützen möchte, da kann unten, findet ihr einen Ko-Fi-Link, da könnt ihr uns eine Kokosnuss kaufen, ihr Lieben. Und ja, an der Stelle lasst es mich wissen, wie ihr das zu Hause macht mit euren Haustieren. Macht ihr das selber? Kauft ihr was ein? Schwört ihr schon seit Jahren auf Produkt XY? Teilt das in den Kommentaren. Denn ich würde sagen, es gibt niemals eine Lösung für alle, sondern jeder mit seinen Mitteln und Wegen, die er hat. Und vielleicht könnt ihr den einen oder anderen noch inspirieren, wie er noch ein bisschen an den Stellschrauben drehen kann. In dem Sinne, alles Liebe. Tschüss!